das gehört dazu, achtsam zu leben und nicht nachlässig. Wenn ich in die Kirche nicht gehe, dann bin ich nachlässig. Dann interessiere ich mich für meine Natur nicht. Und ja, so darum geht es. Könntest du bitte etwas über dich erzählen? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wer bist du? Ich komme aus Serbien, bin 26 Jahre alt, bin in einer kleinen Stadt in Zentralserbien geboren und aufgewachsen. Dann habe ich Theologie in Belgrad studiert. Also soll ich nochmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, ja, Theologie zu studieren? Über deine Familie. Wie stand deine Familie zur Religion? Bist du in einem christlichen Umfeld groß geworden? Also so christentumfreundlicher Umfeld, aber nicht wirklich kirchlicher Umfeld, würde ich sagen. War das ein Phänomen insgesamt in Serbien? War das, dass der größte Prozent der Menschen war so eher christlich, orthodox oder eher nicht? Wie sah es damals aus? Also ja, die meisten haben sich geäußert als orthodoxe Christen, das ist immer noch so. Aber ja, was heißt das? Ob sie sich wirklich mit der Lehre gut auskennen, ob sie wirklich das praktizieren, in dem Sinne, dass sie sonntags in die Kirche gehen, das würde ich nicht sagen. Also ja, meine Familie war auch so. Wir haben Slava gefeiert, wir haben Ostern und Weihnachten gefeiert, aber oder die Klöster eher touristisch besucht. Aber ja. Danach, wie hast du die Kirche kennengelernt? Durch die Religionslehrerin schon in der Grundschule. Das war eine sehr nette, eine sehr schöne Person. Damals war sie sehr jung und sie konnte einfach mit den Kindern sehr gut umgehen. Und dann war sie ein Vorbild für mich. Und so habe ich angefangen, in die Kirche zu gehen, weil sie uns gelehrt hat, dass ja sonntags um 8 Uhr morgens die heilige Liturgie in der Kirche gefeiert wird. Und ja, so habe ich begonnen, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Später habe ich angefangen, auch in dem Chor zu singen. Und ja, dann war das eigentlich ja meine Pflicht, sonntags immer in der Kirche zu sein. Ging die ganze Familie oder das war deine Initiative? Gingst du alleine in die Kirche? Das war meine Initiative und ja, meine Mutter ist mit mir am Anfang gegangen, aber danach ja, bin ich alleine. Und dann okay, du gehst einfach in die Kirche als Jugendlicher und dann, wie entscheidest du dich, Theologie zu studieren? Also das habe ich schon als Kind gefragt, kann man sowas studieren, was die Religionslehrerin gemacht hat. Und ja, dann habe ich die Entscheidung in den nächsten 10 Jahren nicht geändert. Also ich habe schon als Kind gesagt, dass ich Theologie studieren möchte. Und dann, ja, so später habe ich nur festgestellt, dass das wirklich was für mich ist. Mhm. Und was genau hat diese Person? Du hast gesagt, sie war sehr schöne Person. Also das war so rein ästhetisch, sah sie schön aus oder was meinst du unter schön sein? Also ja, das kann nicht, also ja, was heißt da rein ästhetisch? Sie war schön, so ihr Gesicht war sehr schön, aber ihre Verhaltung auch. Ich sagte schon, dass sie mit den Kindern sehr gut umgehen konnte und das, also ich meine, dass wir uns in ihrer Präsenz sehr gut gefühlt haben, also wir Schüler. Also die wurde für dich ein Vorbild. Ja, ja. Hat heute die Kirche, die orthodoxe Kirche Vorbilder oder welche Vorbilder können wir der jüngeren Generation anbieten? Ja, das ist unsere Aufgabe, dass wir
Vorbilder werden. Das finde ich so versuche ich jetzt mit den Kindern umzugehen, wie sie mit uns. Also das ist etwas, was man fühlen muss und so das ist unsere Verantwortung, dass wir dann Vorbilder werden. Also was ist die Rolle eines Religionslehrers oder einer Religionslehrerin? Ist es einfach Wissen zu vermitteln oder christliche Religion, also die Kinder in die Kirche zu bringen? Was meinst du? Also dieses Ethos zu bringen, ja, das was man, also das ist die ganze Persönlichkeit, die strahlt mit so einer Energie, die anziehend ist. Also die Rolle der Theologinnen und Theologen, die dann später in die Schule gehen, ist einfach so christlich zu leben, dass es ansteckend ist, dass die anderen einfach ohne besondere etwas zu tun, dann einfach uns folgen. Genau, wie Origenes sagt in Contra Celsum, die christliche Wahrheit ist eine Wahrheit des Lebens. Man muss dementsprechend leben, was man denkt und lehrt. Dragana, ich würde gerne über die Frauen und in der Theologie sprechen. Fangen wir mit den Heiligen an. Wieso haben wir nicht so viele patristische Texte von Autorinnen? Ja, also das ist ein Zeichen der Gesellschaft auf jeden Fall. Aber wir haben was. Also es stimmt nicht, dass wir gar nichts haben. Eigentlich, wir haben keine, die Briefe von Hieronymus und seine Freundinnen, das könnte interessant sein. Leider haben wir keine Antworten von den Frauen aufbewahrt, aber wir haben dann die Briefe von Hieronymus, die er an die Frauen geschrieben hat, und das zeigt uns, dass eine Diskussion, eine theologische Diskussion, wo die Frauen mit involviert waren, dass es sowas gab. Ja, Heilige Chrysostomus hat an Olympias geschrieben, und also die Frauen waren wertgeschätzt schon, aber ja, nicht immer, und das war auch ein Zeichen der Gesellschaft. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass auch im Römischen Reich zum Beispiel die Frauen, die gebildet waren, also es gab die gebildete Frauen, die sich dann an die Bibel interessiert haben, und dann haben sie die biblische Sprache gelernt, haben sie Kommentare gelesen. Hieronymus schreibt an Marcella und an Paula und widmet seine Werke ihnen, und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Frauen auch Gehirn haben, dass sie auch nochmal denken können und dass sie auch Theologinnen werden können. Gab es auch in Serbien berühmte Frauen oder gebildete Frauen, die sich irgendwie mit den Texten oder mit den Kirchenvätern beschäftigt haben? Genau, also die akademische Theologie ist sowieso eine eher neue Disziplin, und im Mittelalter können wir nicht über die akademische Theologin in Serbien sprechen, natürlich nicht, aber es gab schon in der kaiserlichen Familie die Frauen, die Gedichte geschrieben haben, und das hatte immer einen Bezug zu Gott, auf jeden Fall. Und das finde ich wichtig und schön, aber natürlich, das sind keine akademischen Texte, was auch verständlich ist. Also dann habe ich die Fragen. War das keine Gattung für die Frauen, weil die quasi sehr sentimental sind und nicht so richtig argumentieren können? Oder das war nur wegen des Patriarchats, oder was denkst du? Ich würde eher sagen, dass das ja die Erziehung so war, deswegen des Patriarchats.
Aber es kann sein, dass die Frauen eher ein Talent dazu haben, etwas auch eher Künstliches und Emotionales zu schreiben. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Frauen auch akademische Theologinnen sein können und dürfen, natürlich. Wie sieht es heute aus? Haben wir Theologinnen, die wissenschaftliche Texte verfassen, Autorinnen, die geschätzt werden? Auf jeden Fall. Also sind zumindest in der akademischen Gemeinschaft geschätzt, in der Kirche leider nicht immer. Und das ist ein Problem, aber das ist nicht überall so. Also in manchen Diözesen, in manchen kirchlichen Kreisen sind die Frauen natürlich ganz normal wie Männer geschätzt. Also wenn ein wissenschaftlicher Text ist, ein wissenschaftlicher Werk ist, Artikel, was auch immer, also dann ist es wichtig, dass der Artikel gut ist und nicht, ob Verfasser eine Frau oder ein Mann ist. Leider ist die Erziehung immer noch manchmal so, dass die Frauen nicht ganz geschätzt sind, aber das muss sich ändern und das ändert sich und das sollen wir ändern. Die Frauen sollen zeigen, dass die Wissenschaftlerinnen sein können, genauso gut wie Männer. Also die Diskriminierung ist noch nicht abgeschafft in diesem Bereich, ja? Noch nicht ganz, aber ja, das liegt an uns jetzt. Also die Frau mit ihren Besonderheiten, kann sie etwas Spezielles in der Theologie als Wissenschaft beitragen? Oder das ist unabhängig vom Geschlecht? Was denkst du? Ich würde sagen, dass es unabhängig vom Geschlecht ist. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Frauen dabei sind. Wieso ist das wichtig? Warum ist es wichtig? Das zeigt, dass wir alle Menschen als Gottes Ebenbild erschaffen sind und dass nicht nur eine für das Denken begabt sind und andere sind einfach emotionell und nichts mehr. Das finde ich theologisch nicht sinnvoll und nicht richtig. Also die Charaktere können schon sehr unterschiedlich sein, aber dann unter den Frauen auch. Das ist nicht, die Frauen sind nur so und die Männer sind nur so und dann es gibt den Platz für Männer nur in der Wissenschaft und für die Frauen nur in, weiß ich nicht wo, in der Küche. Das ist nicht so und das darf nicht so sein. Und ja. Das heißt, die Frauen haben wir immer noch einen Minderheitskomplex und wir versuchen uns durch die Wissenschaft und die Theologie zu beweisen. Oder wieso versuchen wir jetzt zu tun? Ja, also schon. Aber wir sollen uns dessen bewusst sein, dass wir nicht niedrigeres Wesen sind, sondern dass wir auch in der Theologie und in jeder Wissenschaft repräsentiert können. Ich wollte etwas über die theologische Ausbildung in Serbien fragen. Wie sieht es aus? Also gibt es Unterschiede zwischen Priesterseminar oder theologische Fakultät? Also kannst du ein bisschen erzählen? Ja, klar. Also ich habe in Serbien in Belgrad studiert und das ist die einzige theologische Fakultät in Serbien. Das zeigt schon, dass die Gemeinschaft der akademischen Theologen in Serbien eher klein ist. Zum Beispiel in Münster gibt es 2 theologische Fakultäten und nur in Münster. Und in ganzem Serbien gibt es nur eine theologische Fakultät.
ja, es gibt einen Unterschied zwischen Priesterseminar und theologische Fakultät, aber man kann nicht Priester werden nach dem Abschluss des Priesterseminars, sondern danach, man muss auch Theologie studieren und einen Abschluss der Fakultät haben. Das heißt, das ist Voraussetzung, um Priester zu werden, also Theologie an einer Universität zu Gen studieren, abzuschließen. genau, ja, ja. Man kann ein Priesterseminar gehen, das ist hilfreich, kann man sagen, aber das ist nicht notwendig. Man kann Priester werden, ohne ein Priesterseminar zu besuchen. Das ist einfach, ja, Rest von der eine andere Zeit, wenn es sowas notwendig war. Welche andere Möglichkeiten gibt es für Menschen, die Theologie studieren möchten, auch für Frauen, aber nicht Priester werden möchten oder können? Also die Berufsperspektiven sind nicht viele. Also man kann entweder Priester werden oder die Frauen können Religionslehrerinnen werden. Das machen meisten so in der Regel. Aber ansonsten, ja, gibt's nicht viel. Man kann natürlich in der Wissenschaft bleiben, oder irgendwas bei der Kirche oder bei einer Diözese machen. Aber ja, das dann unterschiedlich, aber auf jeden Fall gibt's nicht viele Arbeitsplätze. Welche Schwerpunkte hast du bemerkt während deines Studiums, was besonders gibt in der Theologie oder was besonders stark diskutiert wird in der Theologie jetzt in Serbien? Also ja, das hängt stark davon ab, dass die akademischen Theologen in Serbien weniger sind und dann die Themen, die sie interessieren, die kommen im Studium auch vor. Also wenn wir keine Experte für die feministische Theologie haben, kann man das auch im Studium nicht erwarten. Also dann würde ich sagen, dass die theologische Ausbildung eher traditionell ist im Sinne, ungefähr wie hier, systematische Theologie, biblische Theologie, praktische Theologie, Liturgiewissenschaft und sowas. Aber es gibt nicht wie hier so viele Module und verschiedene Seminare, die man besuchen kann. Also das theologische Studium ist nicht so vielfältig wie hier. Aber zum Beispiel, vielleicht gab es besondere Themen, wie jetzt merken wir, die Synodalität, ja, ist so ein Thema, die überall diskutiert wird, ja, und was das bedeutet, die Begrifflichkeit, und es kommen immer neue Schriften. Gab es sowas während deiner Zeit in Serbien? Eigentlich nicht viel, aber es kam immer wieder die Frage vor, ob die Theologie, also wie können wir die Theologie relevant machen, an erster Stelle für die Gläubigen, aber dann auch für die Gesellschaft. Also ja, das war die Hauptfrage, ob wir relevant sind und wie sollen wir uns relevant machen, wie sollen wir relevant werden. Dragana, wieso hast du dich für Deutschland entschieden? Ja, Deutschland war immer eine Destination für die serbische Theologen, die dann eine Promotion machen. So bin ich auch nach Deutschland gekommen, erstmal die Sprache zu lernen. Also es gibt schon sehr gute Beziehungen zwischen manchen Professoren in Deutschland und Professoren in Serbien, gab es zumindest in meiner Zeit. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ja, dann bin ich nach Paderborn gekommen. Dort war ich Stipendiatin der Deutschen Bischofskonferenz. Das Stipendiumprogramm ist an der Johann Adam Möller Institut angesiedelt und ja, dann gibt es neben dem Sprachkurs auch theologische Seminare, die wir besucht haben. Wir haben mehr über die Ökumene und die kirchliche Situation in Deutschland erfahren. Und ja, danach
habe ich mich dazu entschieden, in Deutschland auch Promotion zu machen. Habe ich den Professor Fürst in Münster kennengelernt, der ein sehr bekannter Origenes-Wissenschaftler ist, also weltweit bekannt. Und ja, so war. Welche neue Aspekte für dich hast du hier in Deutschland, also in einer katholischen Fakultät, entdeckt in der Theologie? Also ich habe die Menschen kennengelernt, die wirklich vom theologischen Studium begeistert sind. Also es gab solche Menschen auch in Serbien. Die Professoren, mit denen ich damals gearbeitet habe, waren auch so. Aber hier gibt es noch viel mehr Möglichkeiten dazu. Also es gibt verschiedene Seminare, wo man wirklich ganz viele neue Sachen entdecken kann, wo man sich wirklich tief mit einer Quelle beschäftigen kann. Bei uns ist das nie so. Also es gibt eine Vorlesung, es gibt eine Übung und dann alle lernen das Gleiche. Hier kann man sich ganz früh im Studium entscheiden, womit man sich mehr beschäftigen möchte. Und dann gibt es diese Möglichkeit, dass man wirklich sein Interesse vertieft und die Quellen gründlich studiert. Und das fand ich sehr gut. Also die Kirchenväter sind mein Feld. Und dann konnte ich mehr Zeit dazu widmen, das zu studieren. Die Selbstständigkeit und die Freiheit beim Studium, ja, das war was dich fasziniert hat, ja? Genau, ja. Okay. Das kann man so gut definieren, ja. Dragana, was ist eine Slava? Ja, Slava ist in Serbien also das ist charakteristisch speziell für Serbien, ein Familienpatronatsfest, da die Serben also in der Tradition die Serben haben ihre Tradition nicht die Namenstage. Wir feiern das nicht. Wir feiern entweder Geburtstage, was ist eher wahrscheinlich vom Westen gekommen. Aber etwas, was traditionell spezifisch serbisch ist die Slava zu feiern. Das ist also ein Familienpatronatsfest. Mhm. Und ich wollte fragen, also wie wichtig sind die Traditionen und spielen die Traditionen eine Rolle in der religiösen Erziehung, auch wenn sie unbewusst praktiziert werden? Also die Traditionen, die Bräuche sind sehr, sehr interessant und sie können wichtig sein, wenn sie dabei helfen, wirklich den Glauben zu stärken und Menschen näher zum Glauben zu bringen. Also zur Essenz zu bringen. Aber die können manchmal auch stören dabei. Also wenn man dann sich für Gott gar nicht interessiert, aber feiert Slava oder feiert Weihnachten. Aber das ist für ihn keine kirchliche Feier, sondern etwas, was nur traditionell ist. Dann finde ich das problematisch. Ansonsten finde ich das bereichernd und das kann wirklich das Leben bereichern, wenn das gut praktiziert ist. Und was ist, wenn der Glauben zur Tradition wird? Genau, das ist schwierig, weil in der deutschen Sprache, soweit ich weiß, es gibt nur die Wort Tradition und bei uns gibt es zwei Wörter. Eine bedeutet Tradition in dem Sinne, das, was uns von unseren Vorfahren gegeben ist, aber mit einer positiven Konnotation.
Und das zweite Wort wäre das, was uns auch vom Vorfahren gegeben ist, aber dann eher mit negativer Konnotation. Das heißt etwas, was sich manchmal verliert man die Essenz während der Zeit und bleiben nur die Formen. Das finde ich, wenn der Glaube nur zu manchen leeren Formen wird, das finde ich sehr problematisch. Aber wenn der Glaube eine Tradition wird, die sich weiterentwickelt und wirklich den Glauben dadurch nur vertieft wird, das finde ich dann gut. Also kommt darauf an, wie man Tradition versteht. Was versteht man darunter? Und kann die Theologie beitragen, dass der Glauben lebendig bleibt und nicht nur zu einer Tradition wird? Das ist die Aufgabe der Theologie, ja, auf jeden Fall. Die Selbstsorge im Christentum ist zum Beispiel das Gebet. Das ist eine Technik der Selbstsorge. Dann Schriftstudium. Das ist Kunst des Betens. Wieso? Also das bringt uns näher zu Gott. So pflegt man seine Beziehung mit Gott. Dann Schriftstudien. Man soll die Heilige Schrift gründlich lesen, studieren, damit man sich selbst besser kennt. So lernt man seine Natur kennen, seine Essenz kennen. So lernt man, wie man geschaffen ist und was man werden soll. Also das sind manche Techniken, wo wirklich deutlich, die deutlich zeigen, dass Selbstsorge etwas, was für das Christentum wichtig ist. Also Selbstsorge bedeutet also Beziehung zu Gott pflegen. Auch ja, so sorgt man sich um sich, ja. Und das heißt aber, dass wenn man kein Christ ist, kann man eigentlich nicht glücklich sein und nicht um sich selbst sorgen. Man kann das immer noch machen. Also die Techniken bleiben. Das Gebet war eine Technik bei Neuplatoniker auch und schon vorher bei Platonikern. Sie haben das auch ähnlich verstanden. Also wie gesagt, der Unterschied ist, dass Gott hier nicht einfach eine Lösung des philosophischen Problems ist, sondern eine Persönlichkeit. Und dann ist diese Beziehung etwas Persönliches und nicht einfach, ja, das ist keine reine Meditation. Ich fühle mich besser, wenn ich gebetet habe und deswegen bete ich. Das ist eine große Reduktion von etwas, was das Christentum anbietet. Also die ganze Askese ist dann Selbstliebe und kein Verpflichten, sonst zur Kirche zu gehen, die Schrift zu lesen, zu beten. Das ist keine Pflicht, sondern das ist Selbstliebe. Das Ja. ist so eine ganz große Änderung der Perspektive. Genau, das gehört dazu, achtsam zu leben und nicht nachlässig. Wenn ich in die Kirche nicht gehe, dann bin ich nachlässig. Dann interessiere ich mich für meine Natur nicht. Und ja, also darum geht es.